Herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video lernen wir gemeinsam die Konjugation regelmäßiger Verben im Präsens. Denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen. Erinnern wir uns. Regelmäßige Verben ändern den Wortstamm im Präsens, Präteritum und Partizip 2 nicht. Das Partizip 2 bilden wir bei regelmäßigen Verben immer mit dem Präfix ge, dem Verbstamm und einem et oder t. Weil regelmäßige Verben den Wortstamm nie ändern, müssen wir nur die richtige Endung lernen. Mit Hilfe der Verben kochen, arbeiten, klingeln, öffnen, putzen und wandern zeige ich dir, dass du nur auf das Ende des Verbstammes achten musst, um nie wieder einen Fehler zu machen. Und das Tolle, diese Tricks helfen dir auch, die richtige Endung bei unregelmäßigen und gemischten Verben zu finden. Die Konjugation der meisten regelmäßigen Verben ist wirklich sehr einfach. Du fügst dem Verbstamm in der ersten Person Einzahl ein e, in der zweiten Person Einzahl ein st und der dritten Person Einzahl ein t hinzu. In der ersten Person Mehrzahl fügst du dem Verbstamm ein en, der zweiten Person Mehrzahl ein t und der dritten Person Mehrzahl wieder ein en hinzu. Bei dem regelmäßigen Verb kochen sieht das so aus. Ich koche, du kochst, er sie es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie und sie kochen. Diese Regel funktioniert aber auch bei unregelmäßigen Verben, wie du an dem Verb biegen sehr gut sehen kannst. Endet der Wortstamm eines regelmäßigen Verbes mit einem x, sz, s, ss oder z, fügst du der zweiten Person Einzahl nur ein t hinzu. Der Wortstamm des Verbes putzen endet mit einem z und du siehst in der zweiten Person Einzahl kein s. Dieser wirklich einfache Trick funktioniert auch bei dem unregelmäßigen Verb heißen. Endet der Wortstamm eines regelmäßigen Verbes auf t oder d, so fügst du in der zweiten und dritten Person Einzahl sowie der zweiten Person Mehrzahl immer ein e hinzu. Wie dies funktioniert, siehst du bei dem regelmäßigen Verb arbeiten. Siehst du, dass dieser wirklich einfache Trick auch für das unregelmäßige Verb finden funktioniert? Der Verbstamm endet im Präsens mit einem d. In der zweiten Person Einzahl und Mehrzahl sowie der dritten Person Einzahl fügst du ein e hinzu. Endet der Wortstamm eines regelmäßigen Verbes auf m oder n, so ergänzt du in der zweiten Person Einzahl und Mehrzahl sowie der dritten Person Einzahl nur dann ein e, wenn vor dem n oder m ein b, ch, d, f, g, ck, p oder t steht. Bei dem gemischten Verb rennen siehst du, dass diese Regel auch für alle anderen Verben gilt. Endet ein Verb im Infinitiv auf rn, so ist das e in der ersten Person Einzahl Pflicht. Dies kannst du an dem regelmäßigen Verb wandern sehr gut sehen. Endet ein Verb im Infinitiv mit ln, so ist das e in der ersten Person Einzahl optional. Das regelmäßige Verb klingeln darfst du ich klingle oder ich klingle konjugieren. Der Grund ist, dass wir das e sehr oft verschlucken. Mein Tipp ist, konjugiere es immer mit einem e.
Und es waren sie, die 5 Tricks, mit denen du die richtige Endung bei regelmäßigen, unregelmäßigen und gemischten Verben finden kannst. Ich habe dir diese Regeln noch einmal in die Beschreibung gepackt. Bist du jetzt fit für eine Übung? Dann konjugiere folgende Verben im Präsens: basteln, binden, kaufen, warten, füttern und tanzen. Die Lösung findest du auch in der Beschreibung. Und das war's auch schon für heute. In der nächsten Lektion sehen wir uns trennbare Verben genauer an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.